Hi, das hier ist ein Hirschgulasch oder ein Hirschragout aus dem Dopf. Und wie ihr das macht, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unser Hirschragout benötigen werden. Los geht es natürlich mit Hirschfleisch. Und da habe ich jetzt also hier immer noch ein paar von den Hirschrips und die werde ich jetzt gleich auslösen, weil da ist sehr, sehr viel Fleisch dran. Also das ist wunderbar. Dann braucht ihr rote Zwiebeln, Knoblauch, Suppengrün, also sprich Karotten, Sellerie und ein bisschen Lauch, Tomatenmark, Wacholderbeeren, ein bisschen Lorbeerblätter, Pfeffersalz, Tomaten, Wildfond und natürlich Rotwein. Und ich beginne jetzt erstmal damit, dass ich das Hirschfleisch auslöse und in kleine Stücke schneide. Die Zwiebeln werden klein geschnitten, der Lauch, der Sellerie, die Karotten, der Knoblauch. Das alles bereite ich jetzt schon mal vor. Und dann machen wir weiter. So, ich habe das Fleisch nun von den Rippenknochen gelöst. Ganz habe ich es nicht abgemacht, aber das macht nichts, weil ich werde einfach das hier nachher noch mit in den Topf reinlegen, dass eben durch das Dämpfen und so weiter sich hier noch ein bisschen Geschmack rauslöst. Und hier bei dem Fleisch habe ich halt das überschüssige Fett so ein bisschen entfernt. Auch es gibt da so Fettknubbel, die so ein bisschen fester sind. Das ist auch nachher beim Essen nicht so prickelnd, deswegen schneidet die am besten direkt weg. Und jetzt schneide ich einfach, ja, nicht Gulasch, also ein bisschen kleiner halt. Ich schnetzel das Ganze halt ein bisschen und bereite das jetzt erstmal weiter vor. Das sind jetzt so ungefähr 500 Gramm Hirschgeschnetzeltes, plus eben das, was hier noch an dem Knochen dran ist. Das stelle ich jetzt beiseite. Die Kohlen heizen schon vor für den Topf und jetzt schneide ich das Gemüse klein. So, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Hier ist der Sellerie, hier ist der Lauch, die Karotten, Knoblauch, Zwiebeln, alles klein bzw. grob gehackt. Jetzt habe ich hier noch kurz meinen Mörser rausgekramt, weil ich ein paar Wacholderbeeren klein mörsern möchte. Da braucht ihr einfach nur so, was weiß ich, 3-4 Stück. Da kommt noch ein klein bisschen Pfeffer noch mit da dran. Und das Ganze mörsert ihr dann kurz durch. Einfach nur die Wacholderbeeren eben gerade aufstoßen, dass eben das Aroma schön austreten kann. So, und jetzt, die Kohlen sind soweit durchgeglüht, jetzt geht es rüber an den Topf. So, der kleine Anzündkamin ist soweit durchgeglüht. Falls ihr das Video zum kleinen Anzündkamin noch nicht kennt, ich blende euch das mal hier ein. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen und ein bisschen basteln macht ja immer Spaß. Und jetzt kippe ich erstmal die Kohlen aus und stelle den Topf drauf, dass er eben aufheizen kann. Wir brauchen jetzt am Anfang nur Unterhitze, damit wir eben das Gemüse schön scharf anbraten können. Der Topf heizt jetzt auf und dann hole ich in der Zeit mal Öl. Der Topf ist jetzt inzwischen gut vorgeheizt. Jetzt werde ich ein bisschen Olivenöl da reingeben. Und dann werden als erstes der Sellerie, die Zwiebeln und der Knoblauch angebraten. Ihr fangt am besten mit dem Sellerie an, weil der Sellerie einfach am härtesten ist vom Ganzen. Danach kommen dann die Zwiebeln und dann der Knoblauch. Zwischendrin immer wieder ein bisschen umrühren, damit das Ganze nicht zu sehr ansetzt. Wenn dann der Sellerie ein bisschen angeschwitzt ist, kommen jetzt eben die Zwiebeln noch mit dran. Und der Knoblauch direkt hinterher. Dann habe ich hier 2 Lorbeerblätter, die kommen mit rein. Und dann habe ich ja hier die Wacholderbeeren, die klein gestoßen, die kommen auch mit dazu. Und das Ganze dünstet jetzt erstmal ordentlich im Topf an. Und während das jetzt andünstet, zünde ich schon mal wieder einen neuen kleinen Anzündkamin an, damit wir dann später für die Kohlen für oben drüber frische Kohlen haben. Wenn das Ganze dann schön angeschwitzt ist, kommen jetzt um die 50 Gramm Tomatenmark mit da dran. Und das Ganze rührt ihr jetzt schön durch, dass das Tomatenmark auch noch ein bisschen
mit anschwitzt. Und lasse das Ganze jetzt noch so 2-3 Minuten mit anschwitzen und dann geht's weiter. So, das Ganze ist jetzt schön angeschwitzt. Jetzt kommen die Karotten mit dran. Und der Lauch. Dann folgen 2 Dosen stückige Tomaten. Als nächstes kommt unser Hirschfleisch mit dran. Den Knochen lege ich erst zum Schluss mit drauf. Und jetzt gieße das Ganze noch mit einem Glas Wildfond und einer Flasche Rotwein auf. Mal schön durchrühren. Jetzt kommt noch eine gute Prise Salz mit dran. Dadurch, dass ja Tomaten dran sind, kann das Ganze also gut Salz vertragen. Und dann habe ich hier den Knochen. Den lege ich jetzt einfach so mit rein. Und jetzt lasse ich das Ganze erstmal noch ein bisschen aufwärmen und dann kommt der Deckel drauf. So, wenn das Ganze dann soweit durchgewärmt ist, kommen schon die ersten Bläschen kommen jetzt raus, den Deckel oben drauf. Das ist der kleine Anzündkamin. Kohlen werden oben drauf verteilt. Und wenn die Kohlen oben drauf dann verteilt sind, heißt es jetzt 3 Stunden warten und dann bin ich gespannt, was draus geworden ist. Gute 2,5 Stunden sind jetzt rum und ihr könnt sehen, ein paar Briketts sind noch da. Das sind die Grillis, die halten also richtig gut durch. Nehme ich jetzt mal den Deckel runter. Oh, was ein Duft! Und von den Knochen, die ich reingelegt habe, naja, ich würde sagen, das Fleisch hat sich vom Knochen gelöst. Ich fisch die Rippenknochen jetzt mal hier raus. Hier an den Knochen hängt jetzt noch ein bisschen Fleisch dran. Das nehme ich jetzt aber trotzdem mal mit raus, weil da viel sehniges Fleisch mit bei ist. Das möchte ich nicht unbedingt in dem Ragout haben. Oh, es riecht fantastisch. Von der Sämigkeit ist es eigentlich schon fast perfekt. Ich werde jetzt trotzdem wieder den Deckel drauf machen und es wirklich jetzt noch die letzte Stunde auch noch ziehen lassen, bis die letzten Kohlen verbrannt sind. In der Zwischenzeit kann ich dann schon mal ein paar Nudeln aufsetzen, denn als Beilage möchte ich eigentlich nur ein paar Nudeln dazu haben. Richtig, richtig lecker. Ich freue mich drauf. So, 3 Stunden sind jetzt rum. Auch wenn jetzt noch ein bisschen was von den Briketts da ist. Die Nudeln sind jetzt fertig und ich möchte essen. Rühren wir das Ganze nochmal durch. Also Sämigkeit von der Soße ist perfekt. Auf dem Weg können wir dann auch direkt schon mal die Lorbeerblätter rausfischen. Ja, komm her. Nummer 1. Und da ist Nummer 2. Dann würde ich sagen, können wir jetzt essen. Dann nehme ich den Topf mal rüber. Wunderbar sieht das aus. Und riechen tut's fantastisch. Ja, und das ist es. Und da ist es fertig. Das Hirschragout oder das Hirschgulasch aus dem Dopf. Es riecht fantastisch und ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.